Moin, Seppe hier. Der dritte Woche von der Beat Your Screen Time Challenge. Und für mich persönlich war es schon die beste Woche, weil das Wetter einfach sehr schön war. Am Dienstag haben wir einen kleinen Ausfahrt zum Badesee gemacht. Natürlich war es noch zu kalt zum Schwimmen, aber wir haben da schönes Abendessen gekocht. Und wir haben mal wieder gemerkt, wie einfach es ist, ein tolles Mikroabenteuer zu machen. Zusammen mit Amelie und Matze haben wir dann noch den Sonnenuntergang angeguckt. Am Donnerstag habe ich dann einen kleinen Ausfahrt gemacht mit meinem Freund Tim, die ich schon lange nicht mehr gehört oder gesehen hatte. So ist mal wieder gut, ein klein bisschen zu quatschen. Am Wochenende haben wir gemerkt, dass wir einen Tapetenwechsel brauchten und sind zum Altes Land bei Hamburg gefahren und haben da durch die Obwiesen geradelt. Die Kirschblüte war gerade am Blühen, so es war wunderschön da. Dann haben wir auch noch die Frachtschiffe am Elbe angeguckt. Nächste Woche ist schon die letzte Woche von der Beat Your Screen Time Challenge und dann werden wir nochmal richtig Gas geben. Aber man merkt jetzt schon, dass man weniger oft zum Handy greift. Der Start in meine Woche 3 war besser als die Woche zuvor. Kein Schnee und sogar direkt zum Wochenstart einen Tag in unserer Homebase in Stuttgart. Unter anderem waren Bike-Tests angesagt. Am Mittwoch dann endlich mal wieder Biken in der Sonne und in kurzer Hose. Und die Trails? Das war leider weiterhin Fehlanzeige. Daher nutzte ich die Sonne zum Zeitunglesen. Am Freitag hatte ich eine schöne Hallo-Wochenende-Runde mit meiner Frau. Es sollte sich als die beste Vorbereitung für den Early Bird am Sonntag herausstellen. Warum? Ja, es passierte. Die Schulter ließ mich am Sonntag wieder locker auf die Trails gehen. Und es hat so viel Spaß gemacht. Ich war wieder ab 6:30 Uhr mit meinem Kumpel Flo unterwegs. Wie sehr ich die Trails vermisst habe, obwohl es nur 3 Wochen waren. Am Ende habe ich die dritte Woche mit einem ordentlichen Plus an Riding Time abgeschlossen. Jetzt hoffe ich auf eine letzte Woche Beat Your Screen Time mit gutem Bikewetter und einer ordentlichen Portion Trails. Bis dann, euer Ben. Endspurt, die dritte Woche der Challenge ist nun auch geschafft. Auch die Woche habe ich wieder gemeistert, was mir diesmal tatsächlich aber auch gar nicht so schwer fiel, weil das Wetter einfach mitgespielt hat. Es gab keinen Schnee, Regen, Hagel, Sturm oder sonst irgendetwas. Es gab eigentlich nur Sonne. Ja, wir haben viele Rides gehabt, viele tolle Rides. Wir haben die Sonne genossen. Wir haben die Natur wieder mal richtig genossen. Ja, es hat richtig viel Spaß gemacht. Die Woche war wirklich, wirklich super. Das Beste der Woche war der Besuch bei meinem Dad. Ich konnte ihn eine ganze Weile schon nicht sehen. Jetzt ging es endlich wieder. Ich habe ihn in der Reha besucht. Vorher natürlich einen Corona-Test gemacht, der negativ ausfiel. Für mich natürlich positiv. Also habe ich mich aufs Rad geschwungen, bin in die Klinik geradelt und habe ihn besucht. Er hat sich gefreut. Ich habe mich natürlich auch mega gefreut. Ja, hoffentlich sehen wir uns nächste Woche auch noch ein paar Mal. Vielleicht kann ich mit dem Rad hinfahren. Mal schauen, was das Wetter sagt. Und ja, ich freue mich auf die nächste Woche. Ich hoffe, das Wetter hält sich. Und ich hoffe, ich schaffe dann alle 4 Wochen und die gesamte Challenge. Bis dann! Beat Your Screen Time Woche 3 ist rum. War eine gute Woche, würde ich sagen. Lange Mountainbike fahren, ich habe neue Trails kennengelernt. Wir sind vor allem zusammen Radfahren gewesen und ich glaube, das war auch der Punkt, der daran so viel Spaß gemacht hat. Abwechslung ist key. Man kann nicht nur Isalco fahren, man muss halt auch mal ein bisschen scheunzen gehen. Und Bier! Also direkt bei der Screentime ertappt. Sonst die Woche über tatsächlich einen Tick weniger zum Fahren kommen als die 2 Wochen zuvor. Aber die Screentime auf jeden Fall übertroffen. Ich glaube, ich habe jetzt am Ende irgendwie knappe 9 Stunden Fahrzeit gehabt und ein bisschen weniger als 5 Stunden oder um die 5 Stunden Screentime. Am Sonntag nochmal einen richtig guten Tag auf dem Rad gehabt, schönes Wetter. Willkommen zu einem herrlichen Tag! Ich bin sogar noch ein Stück mit meinem Dad zusammengefahren. Junge, du ein Schleifer, das ist der beste Sohn der Welt, der den organisiert hat, oder was? Das bin ich. Ansonsten freue ich mich jetzt schon auf die letzte Woche. Da werde ich nochmal Gas geben und danach gibt es eine Pause.